Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ihr seht es wahrscheinlich schon am Layout, ich stelle euch heute mal wieder keinen Vaporizer vor, sondern gehe mit euch wieder ein bisschen in die cannaffine Wissenschaft. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum riecht Hasch eigentlich nach Hasch und nicht nach Gras? Wir wissen ja, dass bei Cannabis das Aroma und der Geruch zu einem Großteil von den enthaltenen Terpenen bestimmt wird. Dann sollten doch auch im Hasch die gleichen Terpene wie in den Ausgangsblüten vorhanden sein. Warum riecht Hasch also so typisch nach Hasch und besonders bei afghanischem oder marokkanischem Hasch? Dafür gehen wir erstmal kurz drauf ein, was Hasch eigentlich ist. Hasch ist ein Cannabisextrakt, das aus dem Harz der Blüten von weiblichen Cannabispflanzen gewonnen wird. Und die traditionellsten Formen von Hasch stammen aus Afghanistan, Marokko und Indien. In Afghanistan und Marokko werden dazu getrocknete Blüten mechanisch mit einem dünnmaschigen Gewebe gesiebt und anschließend gepresst. Wir sehen hier auf der linken Seite haben wir die Blüten auf einem Sieb und auf der rechten Seite haben wir das, was dann unten nach dem Sieben rauskam. Das sind quasi die Trichome, wird auch Scaff oder Kief genannt. In Indien wird das Hasch von der lebenden Pflanze gewonnen und dazu werden die frischen Blüten zwischen den Händen gerieben und anschließend wird das Harz dann von den Händen gesammelt und zu einer Kugel geformt. Der Übergang von Haschisch zu Cannabisöl ist quasi fließend, nicht umsonst wird Cannabisöl auch Haschöl genannt. Hier habe ich mal verschiedene Formen von Cannabisöl aufgezeigt. Was macht Haschisch jetzt also so besonders? Dazu habe ich eine Publikation von einer französischen Arbeitsgruppe gefunden und dort wird ein flüchtiger Stoff beschrieben, der sich in Hasch finden lässt, aber nicht in frischen Cannabisblüten. Und dieser Stoff wurde, hier können wir es sehen, Hashishин genannt. Hier haben wir ein Bild von Hashishин. Hashishin ist also ein Terpen, das zuerst in marokkanischem Hasch nachgewiesen wurde und dem anscheinend sein einzigartiges Aroma verleiht. Neben Hasch wurde Hashishin nur in einer einzigen Pflanze nachgewiesen und das ist die Ingwerminze. Die Ingwerminze wird heutzutage genutzt, um Spearmintöl für Kaugummigeschmack zu gewinnen. Hashishин ist chemisch gesehen dem Myrcen sehr ähnlich. Es sind Strukturisomere, haben also die gleiche Anzahl und Arten an Atomen, aber in einer unterschiedlichen Anordnung. Wo kommt Hashishин jetzt eigentlich her, wenn es in konventionell getrockneten Cannabisblüten gar nicht bis kaum zu finden ist? Stellt sich die Frage, wie kommt das zustande? Erste Hypothesen dabei waren, dass es vielleicht an der Einzigartigkeit des marokkanischen oder afghanischen Boden liegen könnte. Dieser ist nämlich sehr trocken und nährstoffarm. Und eine weitere Hypothese wäre, dass es an einer bestimmten Genetik liegt, der Ketama-Genetik. Diese wird nämlich mit der höchsten Qualität von Hasch in Verbindung gesetzt. Aber die Wissenschaft hat gezeigt, ich habe ja schon gesagt, Hashishин ist dem Myrcen sehr ähnlich und die Wissenschaft konnte zeigen, dass Hashishин durch Umwandlung aus Myrcen entsteht. Wie entsteht diese Umwandlung? Diese Umwandlung entsteht durch UV-Strahlung. Aber UV-Strahlung gibt es doch überall. Warum ist es gerade in marokkanischem Hasch so prägnant? Das könnte unter anderem daran liegen, dass die Marokkaner ihr Cannabis sehr oft in der afrikanischen Sonne trocknen. Neben dieser Umlagerung findet, wenn Cannabis in der Sonne trocknet, auch noch eine Umwandlung von THC in Cannabinol statt. Und das führt auch dazu, dass das Cannabis einen eher sedativen Effekt hat. Mit diesem Wissen stellt sich jetzt die Frage, was ist eigentlich mit Sorten, die beim Blühen schon so ein haschartiges Aroma aufweisen? Es gibt ja auch Sorten, die nach Hasch benannt wurden, zum Beispiel Hashplant. Dazu habe ich aber leider nichts gefunden. Was sagt ihr denn dazu? Hat jemand von euch schon mal von dem Terpen Hashishén gehört? Ist ja schon verrückt, dass das vor 10 Jahren gefunden wurde und irgendwie kaum einer davon weiß. Schreibt es in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus, Leute. Macht's gut und Happy Vaping!